Cisco Plan Reply ist der IT-Dienstleister, wenn es um die Digitalisierung im Unternehmen geht. Kunden, die sich auf die Zukunft vorbereiten und SAP-Lösungen als digitale Plattform für ihr Unternehmen einsetzen wollen, sind bei Cisco Plan Reply bestens aufgehoben. Ich treffe heute einen der 4 Geschäftsführer, Robert Geppert, in Berlin zum Interview. Hallo Herr Geppert, willkommen in Berlin. Hallo. Sie eine gute Anreise? Wunderbar, ja? Wunderbar. Er verrät mir, welche Vorteile es bringt, Teil einer Unternehmensgruppe zu sein, was Unternehmen tun können, um einen erfolgreichen digitalen Wandel zu durchlaufen und welchen Visionen er täglich folgt. Mein Name ist Robert Geppert und ich bin Geschäftsführer bei Cisco Plan Reply. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Womit beschäftigt sich Ihr Unternehmen? In welcher Branche sind Sie tätig? Wir sind ein Beratungshaus, ein Softwareberatungshaus. Wir beraten unsere Kunden und helfen ihnen dabei, die Prozesse, die sie Richtung ihrer Kunden haben, zu verbessern, zu optimieren und letztendlich auch die digitale Transformation voranzutreiben. Digitalisierung ist ein sehr, sehr großes Wort, ein Begriff, wo man vielleicht nicht sofort weiß, was steckt dahinter. Welche Funktion hat die Digitalisierung in Ihrer Branche, Ihrem Unternehmen? Genau. Erstmal, Digitalisierung findet ja statt. Ne? Man kann ja gar nichts dagegen tun, sondern man kann nur entscheiden, daran teilzuhaben oder sich darauf auch einzustellen. Letztendlich kann man sich vorstellen, wenn Sie heute mit einem Unternehmen persönlich in Kontakt treten, dort jemanden im Service haben, mit dem Sie telefonieren oder sich in einem Portal einfach anmelden, dort ein Ticket erstellen, vielleicht sogar ein Chatbot mit Ihnen in Dialog tritt, dann ist letzteres genau Digitalisierung. Das heißt, Dinge, die theoretisch von Menschen gemacht werden, werden künftig von Maschinen, von Software erledigt. Und das ist letztendlich dann die Digitalisierung oder der Prozess dahin, die digitale Transformation. Warum ist die Digitalisierung für mittelständische Unternehmen so wichtig? Sie haben ja jetzt einige Erfahrungen gesammelt. Was würden Sie sagen? Letztendlich ist Digitalisierung für alle Unternehmen wichtig. Wie immer ist es dann häufig so, wobei man kann sich ganz pauschalisieren. Es gibt große Unternehmen, die First Mover sind, und es gibt genauso Mittelständler. In Deutschland ist es ja hinlänglich so, dass die deutlich größere Anzahl unserer Unternehmen, die wir haben, Mittelständler sind. Und Digitalisierung ist letztendlich gewissermaßen ein Paradigmenwechsel, ein großer Schritt für die Unternehmen, große Investition. Es ist nicht beschreibbar, was am Ende für ein Ergebnis steht. Man kann nicht sagen, das sieht genauso aus, weil es alle Unternehmen genauso machen. Insofern ist es schon eine große Herausforderung, großer Invest und auch letztendlich etwas, wo wir sagen, man muss sich auf den Weg machen und besser jetzt auf den Weg machen, als zu lange warten oder zu lange konzipieren. Können Sie Unternehmen etwas mitgeben? Wie nähern sich Unternehmen, die vielleicht Angst vor Digitalisierung haben? Wie nähern Sie sich dem Thema am besten an? Haben Sie da Tipps und Tricks vielleicht, die Sie mitgeben können? Naja, eine Bestandsaufnahme zu machen, ist das eine. Wo steht man eigentlich? Wo sieht man sich selbst? Von anderen kann man immer ganz gut lernen. Auch mal zu betrachten, eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Wo stehen andere in dem Kontext? Wo gehen sie hin? Daten ist immer ein wichtiges Thema. Wenn man etwas digitalisiert, braucht man Daten. Man braucht durchgängige Prozesse. Man muss auch aufräumen. Das ist etwas, was nicht nur zu Hause den Kids schwerfällt. Das ist auch in den Unternehmen immer ein Thema. Optimalerweise macht man so ein Aufräumen vorher. Manchmal oder meistens macht man es in den Projekten. Und das Projekt dient als Katalysator für das Ganze, macht es natürlich dann etwas noch umfangreicher. Geht manchmal vielleicht auch nicht anders, weil man einfach sich immer vor sich herschiebt und am Ende des Tages dann den Druck haben muss. Und ein Stück weit sich klar werden, welche Systeme braucht man, um einen digitalen Prozess im Unternehmen zu haben.
Und last not least auch ein Stück weit eine digitale Vision zu entwickeln. Also man kennt so Beispiele, dass ein Maschinenbauer nicht mehr eine Maschine verkauft, sondern vielleicht eine Laufzeit der Maschine, also sich überlegt, wie er so ein Versprechen machen kann am Ende des Tages, dass er die Maschine liefert und nach Zeit abrechnet, aber auch im Prinzip die Verantwortung für Wartung und so weiter mit beinhaltet. Das kann ein Beispiel sein, dass man sich selbst überlegt, was könnte eine digitale Vision sein oder Unternehmen wie uns beauftragt, einem dabei zu helfen, diese Vision zu entwickeln. Okay, also Sie können auch angefragt werden, ich brauche eine digitale Vision und dann... Ja, oder eine Guidance, wie können wir rangehen, ne? Und dann machen wir zusammen die Bestandsaufnahme. Wir entwickeln einen Bebauungsplan, nennt man das Ganze, wo man sagt, wie läuft so ein Prozess durch, welche Systeme sind notwendig. Wir holen aus den Fachbereichen die Anforderungen ein, auch die Zielrichtungen, wie einzelne Bereiche in Richtung Kunde sich weiterentwickeln wollen und Vorstellungen haben. Und das dann in eine Reihenfolge zu bringen, auch in einen Zeitplan, Prioritätenplan, Projektplan, wird dann konkreter und dann kann man auch das Thema digitale Transformation konkretisieren. Ja, guter Begriff dafür. Gibt es eine Art Trend, der sich abzeichnet, beziehungsweise was wird in den nächsten 5 Jahren immer mehr gefragt werden? Also haben Sie da eine Idee? Merken Sie da etwas? Da kommt von Kundenseite immer wieder die gleiche Anfrage, das gleiche Anliegen. Stichwort KI. Welche Bedeutung hat die künstliche Intelligenz bei Ihrer Arbeit? Also KI ist so ein Zukunftstrend. Es ist klar, Digitalisierung, wie wir schon gesagt haben, machen Systeme, Maschinen, Software etwas, was auch von Menschen gemacht werden kann. Also es ist klar, dass diese Systeme immer intelligenter werden sollten, beziehungsweise auch selbstlernend. Also dass Systeme einem vorschlagen, wenn gewisse Reklamationen häufiger kommen, dass gewisse Prozesse auch angestoßen werden. Also dass Systeme da einfach mehr Intelligenz gewinnen. Das ist ein ganz großer Trend. Bis wir da hinkommen, glaube ich, in der Breite müssen die Unternehmen zunächst auch die Schritte machen, dass sie ihre Prozesse so automatisieren und auch ein Stück weit vielleicht standardisieren, dass überhaupt die Chance gibt, dass auch, ich sage jetzt mal, ein digitaler Prozess durchs Unternehmen durchläuft und dass es nicht irgendwo Lücken gibt. Und letztendlich auch, dass dann, ja, ich sag mal, künstliche Intelligenz auch wirken kann, auch Vorschläge machen kann. Also dass auch die Leute oder die Anwender, die mit Systemen arbeiten, so viel Prozessverständnis haben, dass letztendlich auch, wenn ein System einem sagt, hey, an der Stelle hast du die letzten 2 Male, bist du links gegangen, wir würden dir empfehlen, jetzt geh rechts, dass das dann auch einen Vorteil bringt. Ich glaube, da ist noch einiges an, ja, auch Prozessarbeit, aber auch an Mindchange zu tun, aber auch an Vertrauen, dass man überhaupt solchen Vorschlägen dann auch vertraut. Und das müssen alle mitziehen im Unternehmen ja auch, Das ist ne? ein Riesenchange, ja, ist ein Riesenchange für ein Unternehmen. Also man spricht da so schön, Digitalisierung ist wichtig, aber es ist letztendlich ein ganz großer, ich habe schon gesagt, Paradigmenwechsel, der da Einzug hält, ein großer Change. Sind auch natürlich auch Ängste da, keine Frage, ne? Also wenn man hört, Systeme, Maschinen machen etwas, kann man jetzt auch sagen, bin ich dann austauschbar. Ich glaube, das Rollenbild wird ein anderes. Die Anforderungen dann an gewisse Tätigkeiten werden andere. Am Ende des Tages, ich kann es mir nicht vorstellen, Beispiel beim Verkäufer, wir werden immer noch bei Menschen kaufen ein Stück weit oder auch uns überzeugen lassen. Es gibt aber Standardprozesse, wo vielleicht auch ein Verkäufer nicht unbedingt machen muss, ne? Gewisse Angebotsprozesse oder sonstige, die dann wirklich automatisiert werden können, sondern sich darauf zu konzentrieren, herauszuarbeiten, wie vielleicht nochmal die letzten Prozent Nutzen in so einem Angebot besser zu gestalten sind. Verkäuferarbeit, das dann umzusetzen, das kann auch ein System machen. Welche Herausforderung ist denn die allergrößte? Was würden Sie sagen? Die größte Herausforderung für die Unternehmen letztendlich, sich auf etwas einzulassen, was im Verhältnis viel Geld kostet, ohne zu wissen, wo man hingeht. Also es ist typisch so, dass man die Projektvorhaben agil gestaltet, was heißt, dass man entgegen dem Wasserfallprinzip, wo man sehr lange konzipiert und dann sehr stringent diesen Weg verfolgt, macht man in der agilen Vorgehensweise eigentlich nur eine sehr grobe, ich sage jetzt mal grobe Definition des Ganzen und adaptiert immer neu iterativ, wenn man merkt, lernt und
passt immer wieder an. So, und das ist eine Herausforderung für Unternehmen, weil sie natürlich intrinsisch eine Sicherheit haben wollen und sie eigentlich für sich definieren müssen, jetzt springen wir und dann einfach auch bereit sein, den Weg zu gehen. Und das ist schon wahrscheinlich die größte Herausforderung, sich auf etwas einzulassen, ohne die Sicherheit haben, dass es gut wird, dass es in einem gewissen Budget bleibt, wie lange es dauert. Das ist die größte Herausforderung. Dann hätte ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Welche Charaktereigenschaften muss man haben, um Geschäftsführer zu sein, wie Sie es sind? Was hilft Ihnen? Also was mir hilft, kann ich sagen, was muss man als Geschäftsführer für Charaktereigenschaften haben? Ich finde auch ehrlich sollten wir sein, das ist mal ganz wichtig. Ja, man sollte auch Spaß dran haben, die Dinge, die man als Experte vielleicht selbst gut macht, vielleicht sogar noch besser zu machen, wenn man dazu hilft, dass es ein Team oder dass mehrere Teams die Dinge tun. Also man sollte schon Spaß dran haben, am Führung, am Thema Mensch, an dem Thema, dass, wenn man selber eine Vision hat, anderen rüberbringt und sie mitnimmt auf diesem Weg und dazu bringt, dass sie vielleicht dann auch aus dieser Vision etwas so Gutes draus machen, dass dann am Ende auch ein Erfolg draus entsteht. Also ich würde sagen, man muss Spaß dran haben, die Dinge nicht selbst machen, sondern mit anderen zusammen zu tun. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und alles Gute. Ein erfolgreiches Jahr wünsche ich. Vielen Dank Ihnen auch.